I want to share one of the most important passages of Scripture in my life, the last few verses of Romans chapter 11. Ich möchte aus Römer 11 einige Verse lesen am Ende des Kapitels, die waren für mich oder sind für mich somit die wichtigsten Verse in meinem Leben. Of course, I love the book of Romans. Natürlich, ich liebe den Römerbrief. I've been through it and it through me dozens and dozens and dozens of times. Ich bin oft durchgegangen, dutzendfach durch den Brief, der Brief durch mich. I love to listen to it in audio, first in English, then I listen in Spanish. Ich habe es mir als Audiodatei angehört, erst auf Englisch, dann auf Spanisch. And I always preach Romans 12. Romans 12, you can knock anybody out. There's at least 15 knockout blows in Romans 12. Und ich liebe vor allem Römer 12, da kann man mit so 12 Schlägen die Leute K.O. schlagen. I decided to look at Romans 11. Aber dann entschied ich mich, Römer 11 mal anzuschauen. Especially as I was facing some new doubts and some new struggles in my Vor senior allem in years. Situationen, wo ich in der älteren Phase meines Lebens mit Zweifeln mich herumschlug. I wrote about it in one of my more recent books, which is available there on the book table. Und in einem meiner neueren Bücher habe ich darüber geschrieben, ist draußen am Büchertisch erhältlich. So many messy situations that I've witnessed and that I've seen. It didn't make sense to me. So viele Situationen, die irgendwie so völliges Durcheinander sind, Chaos, die für mich keinen Sinn ergaben. And so I wrote a rather negative proverb. Und so habe ich einen Vers geschrieben, der eher negativer Art ist. I put it in my book, I put it in my sermons. Ich habe es in mein Buch hineingeschrieben, habe es in meine Predigten mit Where aufgenommen. 2 or 3 of the Lord's people are gathered together, sooner or later there'll be a mess. Wo 2 oder 3 im Namen des Herrn versammelt sind, wird irgendwann früher oder später Chaos sein. And then as often, boom, God hit me on the head Und dann ist so, als würde der Herr einem auf den Kopf schlagen and showed me how He can work, yes, even in the midst of a mess. und der hat mir gezeigt, ja, er kann selbst im Chaos, im Durcheinander wirken. And then He gave me a new word in English. I don't think it's in German. Messiology. Und da hat er mir im Englischen ein neues Wort gegeben, die Durcheinandertheologie, im Deutschen schwer zu übersetzen. Not missiology, that's Also the keine theology of missions. Missiologie, sondern Messiologie, Durcheinanderlogie oder was auch immer. Messiology is God working in messy situations, even in the midst of a war as we have so Da close to geht es us. darum, dass Gott selbst in Chaos, in Durcheinandersituationen wirken kann, wie wir sie jetzt erleben. God has a different agenda than us. Gott hat eine andere Tagesordnung als wir. He has, for some reason we can never grasp, allowed the enemy to have a certain amount of authority and freedom in this world. Aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen und nicht verstehen, hat er dem Feind eine gewisse Autorität erlaubt, in dieser Welt zu wirken. That's so clear in Ephesians 6, verse 10 through Das ist 20. so klar in Epheser 4, 6 bis 20. But first of all, read Romans 11, those last 3 verses. Aus Römer 11 ab Vers 33. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihm raten? Oder wer hätte Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles, aber auch wirklich alles ist von ihm, dem Schöpfer, ausgegangen, besteht durch ihn und er wird alles vollenden. Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Maybe you don't need those verses. Vielleicht brauchst du diese Verse nicht. You're strong in your faith. Du bist stark in deinem You Glauben. don't question things. Du hinterfragst Dinge You're nicht. certain about everything. Du hast Klarheit über alle Fragen. I cannot pretend that that is my situation. Ich kann nicht euch vormachen, dass das meine Ausgangslage ist. So these verses minister to me. Und so sprechen diese Verse mich an. I don't have to be certain about everything.
Ich muss nicht über alle Dinge Klarheit und Sicherheit haben. I need to be as certain as possible on the basics of the faith and that relationship with Jesus. Ich muss so sehr wie möglich Klarheit haben über die Grundlagen des Glaubens und meine Beziehung zu Jesus. But I may not be certain about other things that seem so confusing from me, even when I'm engaged in reading through the whole Bible again, which I've just done. Aber ich muss nicht sicher sein in einigen Einzelfragen, selbst wenn ich durch die ganze Bibel hindurchlese, wie ich es kürzlich erst wieder gemacht habe. I'm still learning, Ich lerne immer noch. and I embrace mystery. Und ich nehme auch Geheimnis auf. The God of all these stars and galaxies. Dass dieser Gott aller Sterne und Galaxien, I've studied just enough astronomy to just blow my mind completely. It's beyond my grasp. und ich habe wenigstens so viel von Astronomie kapiert, dass es über mein Denken, all mein Denken übersteigt. This is the God I can talk to in my prayer meetings. Das ist der Gott, mit dem ich in Gebetsveranstaltungen reden kann. This is the God who's taking my picture. Das ist der Gott, der ein Foto von mir macht. This is the God who's helping me as I'm giving out one more tract in the railway station. Das ist der Gott, der mir hilft, während ich ein weiteres Traktat in der Bahnstation verteile. I believe this is partly what faith is all about. Believing the unseen. Ich glaube, das ist, worum es eigentlich im Glauben geht. The very- Glauben an das Nicht-Sichtbare. I read a book in Spanish when I was first living in Spain. Als ich das erste Mal in Spanien lebte, las ich ein Buch auf Spanisch. Facts and Mystery. Hechos y Misterios. Facts and Mysteries. Fakten und Geheimnisse. I might say books have been the most important part of my spiritual development. Und Bücher waren mit das Wichtigste in meinem geistlichen Werdegang. And that was another one of those important books. Und das war ein weiteres der wichtigen Bücher in meinem Leben. And I really pray you'll take as many of these books and leaflets bete, as dass you ihr wirklich possibly can, viele- even if you don't have money. Dass ihr wirklich viele der Bücher mitnehmt, sie lest, auch wenn ihr jetzt kein Geld habt. I love to give away books. Ich gebe gerne Bücher weiter. You can email me and you can ask for a whole truckload. It'll come to your door with a whole truck. Ihr könnt mir schreiben, E-Mail schreiben und um ganze LKW-Ladung bitten und ihr bekommt die. We've been able to give away millions and millions of books and also sell millions and millions of books. Und es ist uns möglich gewesen, Millionen von Büchern sowohl zu verschenken als auch zu verkaufen. Hechos y Misterios, facts and mysteries. Fakten und Geheimnisse. What Jesus dying on the cross at a particular time in history is a fact. Der Tod Jesu zu einem bestimmten Zeitpunkt am Kreuz war oder ist ein Faktum. How that atoned for my sins and saved me is a mystery. Wie das Erlösung für mich und meine Schuld erwirkt hat, ist ein Geheimnis. I'd encourage you to embrace mystery in many different areas. Und ich mache euch Mut, auch Geheimnisse in den verschiedenen Bereichen in eurem Leben So zuzulassen. many are struggling because they had this strong belief that God heals and they prayed and the person died. Und viele ringen damit, dass sie für jemanden gebetet haben, der krank war und schlussendlich ist er gestorben. But when someone is healed, there's huge publicity that cuts. Aber wenn dann jemand geheilt wird, dann gibt es große Öffentlichkeit. The 9 that died in the same church didn't get any publicity at all. A few went to the funerals. Und die 9, die dann der Gemeinde gestorben sind, die kriegen dann gar keine Aufmerksamkeit. Kaum einer geht aufs Begräbnis. We have to embrace the mystery of who God heals and who He doesn't heal. The mystery of prayer and unanswered prayer. Wir müssen dieses Geheimnis annehmen, dass Gott manche heilt, andere nicht. Dass er Gebet erhört und nicht erhört. This will help us keep running the race even when we're almost 84 years old. We'll still be running the race. Und das wird uns helfen, den Lauf weiterzulaufen, selbst wenn man schon fast 84 Jahre alt ist.